Der moderne Arbeitsplatz nutzt die Möglichkeiten mit Cloud-Technologie heute optimal. Die Vorteile ergeben sich einerseits für das Unternehmen, sie ergeben sich für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ganz klar auch für die IT. Aus der Sicht der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen flexible Arbeitsmöglichkeiten, die mobilen Szenarien, für das Unternehmen an sich die Wertschöpfung, ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tolle Arbeitsmöglichkeiten zu bieten und damit auch die Anforderungen heute, die gerade die junge Generation sich wünscht, zu erfüllen. Und für die IT genau die Verwaltungsmöglichkeiten, um ihre Arbeitslast zu reduzieren und diese ganzen neuen Anforderungen auch in einer Art und Weise zu realisieren, dass sie das überhaupt leisten können. Ganz wichtig ist, sich Beratungsleistung zu nehmen. Beratungsleistung ist in den Veränderungen, die der moderne Arbeitsplatz mit sich bringt, das A und O. Viele Unternehmen glauben, Betriebssystemeinführungen, die kennen wir seit vielen, vielen Jahren. Wir haben Windows 7 eingeführt, wir haben zum Teil Windows 8.1 eingeführt. Der moderne Arbeitsplatz ist ein anderes Thema, weil durch die Integration der Cloud-Technologien die Herausforderungen, die dann auf den Datenschutz einwirken, Datenschutz, Grundverordnung, aber auch die Compliance-Themen, Themen der Arbeitnehmerüberlassung, alles was damit zu tun hat, das sind Dinge, die muss man aus einem neuen Blickwinkel betrachten, um die wirkliche Wertschöpfung des Clients auch abbilden zu können. Viele führen einen Arbeitsplatz mit neuen Technologien ein und können den nicht im Ansatz ausreizen, weil die Rahmenbedingungen nicht sichergestellt sind. Und da ist die Beratungsleistung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir starten in der Regel mit einem Kick-Off-Workshop. Und ich finde das auch eine sehr gute Vorgehensweise, weil da sollen eigentlich erstmal alle Stakeholder zusammenkommen und wir zeichnen ein ganzes Bild, also das Big Picture zu diesem Thema des Modern Workplace. Und ganz wichtig ist für uns dabei, dem Unternehmen zuzuhören. Wir wollen verstehen, wie arbeiten Sie bisher mit dem Arbeitsplatz, wie sind die Arbeitsplatzanforderungen, was erwarten vor allen Dingen auch Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und dann stimmen wir ab, wie wir weiter vorgehen. Das kann eine Cloud-Readiness-Analyse sein, oft ein Thema. Das können aber auch Themen sein, dass Sie eben sagen, wir möchten schon mal einen Blick haben, wie sieht das überhaupt aus, wie können wir das mit dem Datenschutz realisieren. Oft ist der Betriebsrat mit eingebunden, dass auch die Arbeitnehmerbelange zum Tragen kommen. Und alle diese Dinge, die können wir erstmal in so einem Kick-Off-Workshop erläutern und danach gehen wir dann ganz gezielt die weiteren Punkte an. Der Modern Workplace sollte Teil einer Digitalisierungsstrategie sein. Und das bedeutet, dass auch die ganzen Themenfelder, die einhergehen, Paradigmenwechsel, Mind-Change, andere Arbeitsszenarien, Homeoffice, aber eventuell auch Themen wie Choose Your Own Device, Bring Your Own Device oder Corporate Device with Private Use, neue Raumkonzepte, alle diese Themen kommen damit rein. Ganz wichtiger Punkt ist aber, dass die IT durch die neuen Technologien und die neuen Werkzeuge deutlich entlastet werden kann. Bei der Einführung vom Betriebssystem ist die IT immer gewohnt, ein Image designen zu müssen, ein Image entwickeln zu müssen. Das Image musste ausgerollt werden und das ist schon ein erheblicher Aufwand. Das ist immer ein Projekt, was wir in der Regel alle 3 bis 5 Jahre durchgeführt haben. Heute durch die Verbindung mit dem Internet und neue Bereitstellungsmethoden, wie zum Beispiel ein Autopilot für Windows 10, bringe ich nur noch eine Konfiguration raus. Ich muss kein Image mehr entwickeln, ich muss kein Image mehr deployen und das funktioniert dann auch genau natürlich optimal in diesen mobilen Szenarien. Das heißt, wie man das Thema auch angeht, im Kleinen oder auch im etwas Größeren, wichtig ist für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, optimale Arbeitsszenarien zu ermöglichen, sie damit auch zu motivieren und für die IT eine deutliche Entlastung mit der Einführung und durch die weiteren Betriebsthemen auch zu ermöglichen.